Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute wollen wir uns mal nicht neue Bluetooth-Kopfhörer anschauen, sondern wir gehen quasi zurück ins Kabelgebundene, denn auch das bietet ja viele Vorteile gegenüber Bluetooth und wir gucken uns heute einmal an die P50 von OneMore, ein kabelgebundener, hochklassiger Kopfhörer, der mit Sound überzeugen will und das wollen wir uns heute einmal im Test anschauen. Viel Spaß mit dem Video. Ja, und wie immer zunächst mal der Blick auf die Verpackung. Hier ist tatsächlich eine 3D-Verpackung sozusagen entwickelt worden. Finde ich ja persönlich immer ganz cool, wenn man Wert auf Verpackungen legt. Wir haben also hier einen hochwertigen Kopfhörer, also sowohl vom Preis her als auch von der Anmaßung. Und das wollen wir uns heute mal anschauen, ob sich das auch bestätigt. Gucken wir einmal drauf, bevor wir auf der Rückseite gucken, einmal hier auf die Seite. Also, wir haben eine Isolation, also quasi eine Noise Cancellation, aber nicht aktiv, sondern passiv hier verbaut. Wir haben MMCX Kabelanschlüsse, sodass ihr das Kabel auch tauschen könnt. Wir haben ein hochwertiges Mikrofon, damit auch die Sprachqualität nicht leidet. Und wir haben einen USB-C Klinkenadapter mit dabei, denn das ist ganz wichtig. Bei vielen neueren Smartphones gibt es ja quasi keinen Klinkenanschluss mehr. Hier noch der Blick auf die Rückseite. Ich will euch jetzt gar nicht mit allen Details langweilen. Ihr könnt es ja selber sehen, wie die technischen Details sind. Das ist gar nicht so spannend. Vielleicht noch als Information. Die Typbezeichnung ist EH904, also P50 oder EH904. Das ganze Ding wiegt in Summe 21 Gramm und hat eine Kabellänge von knapp 1,25 Meter. Das sollte also ausreichen, um das Telefon auch in der Tasche zu tragen. Das Kabelgewicht 14 Gramm geht, glaube ich, auch in Ordnung. Und ansonsten habt ihr hier noch ein paar technische Details, mit denen ich euch jetzt aber nicht weiter langweilen möchte. Ja, dann packen wir das Ganze einmal aus. Heute brauchen wir auch kein Messer, denn hier kann man die Folie relativ einfach einreißen. Und dann sehen wir hier auch schon, dass die Verpackung tatsächlich aus meiner Sicht zumindest hochwertig gemacht ist. Wir haben hier so einen kleinen Magnetverschluss. Ich bin ja so ein Verpackungsfetischist. Ich mag das ja, wenn Verpackungen schön gebaut sind. Dann habt ihr hier innen drin nochmal so ein bisschen eine Beschreibung zu den Ohrhörern. Was gibt es für Features? Wie ist das Ganze aufgebaut? Also auch das finde ich eigentlich ganz nett gemacht. Mit so Zeichnungen, wo man nochmal sieht, wo die Treiber zum Beispiel sitzen, wo der Anschluss ist, wenn wir hier an den MMCX-Anschluss denken oder auch wo an der Kabelfernbedienung noch Funktionalitäten sind. Also auch das finde ich eigentlich ganz schön gemacht. Und dann haben wir hier auf der rechten Seite, aber denn Verpackung kommt ja nachher eh weg, das eigentliche Stück, was wir uns jetzt angucken wollen, denn die P50 sind hier im rechten Bereich verpackt, einmal mit so einer Plastikfolie. Ob man die jetzt noch gebraucht hat, ich weiß es nicht. Hätte man im Zweifel auch weglassen können. Und dann haben wir hier das Zubehör. Auch da gucken wir einmal rein. Hier haben wir einmal Aufsätze für die Ohrhörer, also sprich die Silikonpads, beziehungsweise auch kleine Schaumpads im unteren Bereich. Das seht ihr hier, 3 Schaumpads und 4 Silikonpads zusätzlich zu denen, die schon drauf verbaut sind. Das bietet euch natürlich vielfältige Möglichkeiten und da solltet ihr auch unbedingt von Gebrauch machen. Das ist definitiv ein wichtiges Feature, was es grundsätzlich ja bei Ohrhörern gibt. Dann haben wir hier so ein kleines Säckchen. Das gucken wir uns dann gleich nochmal vielleicht ganz kurz an, ist aber eher irrelevant für mich. Dann tatsächlich etwas, was sehr relevant ist. Bei neueren Smartphones habt ihr ja keinen Klinkenstecker mehr, deswegen hier den USB-C-Adapter sozusagen und ein bisschen Marketinggewäsch bzw. Garantiekarten, die lassen wir mal verpackt. Jetzt aber zum eigentlichen Ohrhörer, denn der ist hier, na, so, jetzt kommt er raus, genau, unten einmal das Kabel und oben dann so ein bisschen verschlungen die eigentlichen Ohrhörer. Die sind hier so eingeklipst und gehen gar nicht so leicht raus. Ich hoffe, ich reiße jetzt hier nicht direkt was kaputt. So, jetzt habe ich sie raus, genau. Und auf der anderen Seite auch. Und dann seht ihr schon, dass die quasi so eine Art Bügelform übers Ohr haben. Gucken wir uns nachher nochmal an, was das mit sich bringt, wenn wir uns den Halt im Ohr bzw. den Tragekomfort denn dann im Detail anschauen. Ja, dann schauen wir uns einmal noch das Zubehör im Detail an. Einmal das kleine Tütchen. Ja, ich sag mal, funktional ist es. Wirkt jetzt nicht sonderlich hochwertig, aber auf jeden Fall aus meiner Sicht um das Ablegen oder beziehungsweise um den Ohrhörer daran aufzubewahren, sicherlich funktional. Dann haben wir einmal den USB-C Klinkenadapter, sodass ihr da auch euer Telefon verwenden könnt, wenn ihr eben keinen Klinkenanschluss mehr habt. Das gilt ja für die neueren Smartphones, dass da eigentlich regelmäßig nur noch USB-C verbaut ist, um dann eben aber diesen Adapter verwenden zu können.
um dann auch Kopfhörer zu verwenden, die halt eben einen Klinkenanschluss haben. Dann haben wir hier noch die Aufsätze, habe ich vorhin schon ein bisschen was zu gesagt. Wir haben 7 zusätzliche, also 8 insgesamt. 3 davon sind aus dem Schaumstoff, was nochmal mehr abdichtet als das Silikon, aus dem die oberen 4 sind, plus die installiert sind. Die Größenvariationen sind sehr breit gefächert und das finde ich auch wichtig, damit in jedem Ohr quasi der optimale Halt und auch der optimale Sound entsteht. Denn diese Dinger dienen natürlich nicht nur dazu, den Halt zu verbessern, sondern auch abzudichten, damit der Sound noch intensiver im Ohr ankommt. Ja, jetzt aber mal ein Blick auf die eigentlichen Kopfhörer bzw. Ohrhörer. Und da seht ihr hier schon, es ist nochmal markiert, welcher rechts, welcher links ist, damit ihr da nicht durcheinander kommt. Denn gerade dadurch, dass man die ja drehen kann an dem MMCX-Anschluss, kann man da durchaus mal durcheinander kommen. Hier oben seht ihr dann nochmal die entsprechenden Silikonaufsätze, die wir gerade eben schon gesehen haben. Die könnt ihr super einfach wechseln, einfach draufklipsen und dann sind die fertig. Hier außen ist es so ein bisschen ja, glitzernd dargestellt. Das gefällt mir jetzt persönlich nicht so gut. Ansonsten finde ich die Optik wirklich richtig gut. In diesem Schwarzton ist das schön. Hier haben wir nochmal den MMCX-Anschluss. Wenn ihr also irgendwann mal einen Kabelbruch habt oder ähnliches, könnt ihr das einfach tauschen und braucht die Kopfhörer nicht wegzuwerfen. Wir haben dann hier diese Formung oder diese Form, um übers Ohr zu legen. Zeige ich euch gleich nochmal, wenn wir uns den Halt im Ohr angucken. Dann haben wir hier die kleine Kabelfernbedienung. Die funktioniert ganz gut, Druckpunkte sind gut, das ist also überhaupt kein Thema. Und ansonsten hier unten noch die Möglichkeit, diesen Gummiring so ein bisschen nach vorne und hinten zu ziehen, um halt die Breite oder beziehungsweise den Aufriss des Kabels zu verändern und an unten den abgewinkelten Klinkenstecker, auch das aus meiner Sicht eine schöne Geschichte. Ich hätte mir das Kabel allerdings tatsächlich in schwarz gewünscht und nicht in diesem Copper oder Kupfer, wie auch immer das hier heißt. Ja, ganz wichtiges Thema, insbesondere wenn ihr viel Sport macht, dann ist natürlich der Halt im Ohr bzw. der Tragekomfort durchaus ein Thema. Und da ist es so, dass wir hier natürlich den Vorteil des Kabels haben sozusagen. Man kann ja sagen, natürlich ist das Kabel auch ein Nachteil, aber in dem Fall ist es ein Vorteil, denn ihr legt dieses Kabel hinter euer Ohr, sodass es einen zusätzlichen Halt nochmal gibt und führt dann dieses Kabel, so wie hier gezeigt, vorne dann in euer Ohr rein, also nicht ins Ohr direkt natürlich, sondern an den Ohrhörer, der dann hier entsprechend dann in den Gehörgang eingesetzt wird. Den dreht ihr dann hier unten so ein bisschen ein und dann hält das Ganze auch wunderbar, da die Form hinten genauso ein bisschen an die Ohrmuschel angepasst ist. Und das ist für mich hier tatsächlich ein Beispiel dafür, wie das Ganze gut halten kann. Ich zeige es hier nochmal, also da könnt ihr auch wackeln und so weiter, alles kein Problem und insbesondere durch dieses Kabel oben. Weil laufen tut ihr natürlich im Stehen sozusagen, dann hält dieses Kabel von oben nochmal zusätzlich, dann kann der Ohrhörer auch nicht rausrutschen bzw. euch nicht entgleiten. Was aber ganz wichtig ist in Bezug auf sowohl den Tragekomfort als auch gleich noch den Sound, ist halt eben, dass ihr den richtigen Aufsatz wählt. Nicht umsonst hat der Hersteller hier tatsächlich 8 Aufsätze mitgeliefert und ich würde euch empfehlen, so sie denn passen, die Schaumstoffeinsätze zu verwenden, denn die sind sowohl vom Tragekomfort als auch von der Abdichtung im Ohr her nochmal besser als die Silikonvarianten. Das ist wirklich richtig gut, dass die mitgeliefert sind, denn das dient einfach dazu, dass das Ohr nochmal wirklich mehr abgekoppelt ist und sofern ihr das natürlich möchtet, ne, klar, beim Sound ist super wichtig, dass man das auch möchte und nicht so ein bisschen eine Offenheit hat. Es ist hier ja kein ANC verbaut, also kein Active Noise Cancellation, deswegen müsst ihr, wenn ihr wollt, ein bisschen passiv arbeiten und das funktioniert natürlich mit den Schaumstoffeinsätzen oder Aufsätzen deutlich besser als mit der Silikonvariante, aber nehmt im Zweifel das, was euch am besten passt und was vielleicht auch euren Sound so unterstützt. Ja, großer Vorteil von kabelgebundenen Kopfhörern ist natürlich, dass wir ein Kabel haben, denn das Mikrofon zum Sprechen oder Telefonieren sitzt hier in dem Fall in der Fernbedienung und nicht wie bei Bluetooth-Kopfhörern eben im eigentlichen Ohrhörer. Insofern seht ihr hier auf der Rückseite diesen kleinen Punkt, das ist das Mikrofon zum Telefonieren und das bringt tatsächlich natürlich große Vorteile mit sich, denn dieses Mikrofon ist deutlich näher an eurem Mund, als das vielleicht bei Bluetooth-Kopfhörern der Fall ist. Ja, was gibt es dazu zu sagen? Einen Nachteil hat das Ganze natürlich, denn ihr seht hier, von der Höhe her passt es zwar wunderbar auf eure Mundhöhe sozusagen, aber es hat natürlich den Nachteil, denn dadurch, dass wenn ihr laufen geht oder ähnliches und ihr habt Kleidungsstücke, die bis oben hin geschlossen sind, dann ist es natürlich so, dass dieses Mikrofon durchaus, wenn ihr es nicht in der Hand haltet, deswegen halten ja viele Leute es auch in der Hand, raschelt. Das heißt, es rauscht oder raschelt oder reibt sich an der Kleidung oder an was auch immer ihr dann gerade tragt. Und dadurch kommt es natürlich dazu, dass die Soundqualität ein bisschen beeinflusst ist. Deswegen könnt ihr das natürlich dann in der Hand halten oder ihr müsst ein bisschen drauf achten. Also Vorteil und Nachteil durch die kabelgebundene Funktion in einem. Die Tasten und Druckpunkte an der Fernbedienung funktionieren übrigens einwandfrei, aber das hatte ich, glaube ich, vorhin schon erwähnt.
damit sind wir im vielleicht wichtigsten Kapitel angekommen, nämlich dem Soundcheck. Und den mache ich wie immer mit meinen 6 Referenzsongs, 43 Minuten, einmal durchhören, sich danach einen subjektiven Eindruck bilden, denn Sound kann nie objektiv sein, zumindest aus meiner persönlichen Sicht. Ich habe hier auch kein Messstudio oder sowas, das sei an dieser Stelle auch nochmal gesagt, weil das immer in den Kommentaren immer wieder kommt. Von daher, ich sage euch einfach, wie ich den Sound empfunden habe, und man muss natürlich wissen, dass wir hier keine Bluetooth-Kopfhörer haben, deswegen ist die Übertragung mehr oder weniger verlustfrei. Ansonsten bei Bluetooth haben wir ja immer die Problematik mit den Codecs. Insgesamt muss man sagen, dass das Klangbild, finde ich, sehr, sehr gut abgestimmt ist. Im niedrigen Lautstärkebereich ist der Tiefton nicht sonderlich drückend, also der kommt nicht so richtig durch, aber wenn ihr dann so bei 50%, 60% seid, dann kommt der Tiefton auch ein bisschen drückender. Das ist ja das, was manche mögen, manche vielleicht auch nicht. Klare Höhen sind vorhanden, und auch im mittleren Bereich ist das für mich tatsächlich sehr gut, was man da hört. Also insgesamt muss man aus meiner Sicht sagen, der Sound ist wirklich hervorragend, ist aber sehr stark davon abhängig, welche Aufsätze ihr verwendet habt und wie stark das Außengeräusch noch ist. Denn ihr habt kein ANC verbaut, das sei an dieser Stelle nochmal gesagt. Von daher für mich Sound sehr gut. Ja, und damit sind wir auch schon beim Fazit angekommen. Für die One More P50, den kabelgebundenen Kopfhörer bzw. Ohrhörer, den ihr hier auch nochmal im Bild seht. Die Fernbedienung, hervorragende Funktionalität, Druckpunkte sind sehr gut. Das Mikrofon ist auch gut bis sehr gut. Allerdings raschelt es natürlich an der Kleidung, das ist aber einfach dem Bauprinzip geschuldet. Ich hätte mir gewünscht, dass das Kabel in schwarz ist. Das ist ein bisschen schade, es ist ausreichend lang. Das bietet die Möglichkeit, dass ihr auch natürlich euer Smartphone in die Hosentasche tun könnt oder auch in die Tasche, je nachdem, was ihr möchtet. Dieser Winkel, der oben drum mit dem Kabel gebildet wird und auch der ein bisschen verstärkt ist, der ist nochmal sehr gut, was den Tragekomfort bzw. auch den Halt im Ohr angeht. Das für mich auch eins der Highlights natürlich hier bei einem kabelgebundenen Kopfhörer. Das bietet einfach nochmal zusätzliche Möglichkeiten. Zum Sound habe ich gerade eben schon was gesagt. Sound für mich sehr gut, aber sehr stark davon abhängig, welche Aufsätze ihr nehmt. Deswegen nehmt euch die Zeit, sucht die Aufsätze raus, guckt, welche Aufsätze da die richtigen sind, damit das Ganze dann auch entsprechend passend ist. Ja, ansonsten muss man sagen, der Preis 180 € geht für mich in Ordnung, ist aber auf jeden Fall ambitioniert. Da muss man schon selber entscheiden, ob man das ausgeben möchte. Ich würde sagen, durch die Funktionalität und auch durch die MMCX-Anschlüsse ist das ja was nachhaltig ist. Also sprich, ihr gebt einmal 180 € aus und habt dann lange was davon. Aber es sollte natürlich schon so sein, dass ihr die Dinger einmal Probe hört. Denn es ist ganz wichtig, dass ihr nachher mit den Aufsätzen passt und dass der Sound oder beziehungsweise die Abstimmung des Sounds für euch dann auch die richtige ist und das Geld dann auch wert ist. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt mir sehr gerne in die Kommentare. Ich versuche alles nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten. Ansonsten danke ich euch fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag und sage am Ende wie immer, Alexa, Kamera aus. Okay.